Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen It's Learning Nutzertreffens, ich begrüße Sie ganz herzlich am Waldörfer-Gymnasium in Hamburg zu einer Tagung, die sich meiner Überzeugung nach mit dem zentralen Thema aktueller und zukünftiger Bildungsentwicklung beschäftigt. Tradition und Moderne treffen in den beiden kommenden Tagen aufeinander, denn sie befinden sich hier mit dem Thema Digitalisierung in einem denkmalgeschützten Gebäude von 1930. Einem Gebäude, das dennoch nicht aus der Zeit gefallen ist, denn es spiegelt bis heute den Geist der Reformpädagogik, der Öffnung des Lernraums zur umgebenden Welt, Natur wider. Diese Öffnung des Lernraums zur lebendigen Umwelt war der Grundgedanke des Architekten Fritz Schumacher. Dieser Geist der Reformpädagogik hat den Nationalsozialismus überlebt, bis zu dem aktuellen didaktischen Schwerpunkt des selbstverantwortlichen, dialogischen Lernens in einem resonanten System. Wir greifen hier am Waldörfer-Gymnasium damit einen Begriff des Soziologen Hartmut Rosa auf, der Resonanz als grundlegendes Verständnis des In der Welt-Seins beschreibt und seinen Ansatz auf die Schule und die Pädagogik überträgt. Dieses selbstverantwortliche, dialogische Lernen in einem resonanten System konkretisiert sich in dem Unterrichtsformat der Studienzeit. Sie wurde schon angesprochen. Das heißt, in einem täglichen Unterrichtsformat, das für eine Stunde die üblichen Organisationsstrukturen von schulischem Lernen, das heißt die Zuordnung der Schüler zu Lerngruppen, zu einem Lehrer, zu einem Fach und zu einem Lernraum bewusst aufgibt. Das täglich für alle 1100 Schüler. Sie werden morgen die Gelegenheit haben, sich dieses Unterrichtsformat anzuschauen. Das selbstverantwortliche, dialogische Lernen konkretisiert sich darüber hinaus seit 2 Jahren in der Entwicklung des digitalen Lernens an dieser Schule. Die spannende Frage für uns am WDG lautet, inwieweit die Digitalisierung dazu beitragen kann, unsere Schule als Resonanzraum weiterzuentwickeln. Schule als einen von Lehrern und Schülern als sinnvoll und auf Eigeninitiative antwortenden Lernraum zu gestalten. Dazu braucht es nach unserer Erfahrung eine didaktische Überzeugung, die an unserer Schule durch die gemeinsame Entwicklung der Studienzeit Raum gewonnen hat. Es braucht schulische Strukturen, die Unterstützung des Leitungsteams, eine didaktische Leitung, eine Koordinatorin für den Bereich IT-Medien, eine didaktische Werkstatt, eine Pilotgruppe und die aktive Einbindung der Schüler, unter anderem durch die Etablierung didaktischer Tagungen der Schüler. Es braucht unserer Erfahrung nach Ressourcen in Form eines Zugangs zu It's Learning für alle 1100 Schüler, in Form von Arbeitszeiten für die Lehrkräfte und von Medien, die die Phase bis zur Etablierung des Bring Your Own Device auch hier in Hamburg zumindest notdürftig überbrückt. Und es braucht eine Haltung, die die Schule als lernendes System, als Haus des Lernens für Schüler und Lehrer begreift. Sie als Teilnehmer füllen das WDG für 2 Tage gemeinsam mit unseren Schülern und Lehrern. Sie füllen es mit ihren Fragen, ihrem Nachdenken, ihrem Umdenken, ihrem Neudenken, ihren Erfahrungen, ihrem Austausch und vor allem ihrer Kreativität. Und sie machen das Waldörfer-Gymnasium zu dem, was es sein soll, ein Haus des Lernens. Auch für uns Lehrer, Schulleiter, Behörden und Firmenmitarbeiter. Ein Lernen von und miteinander, ein Lernen, das neue Erfahrungsräume eröffnet, das schulische Bildung zur sich wandelnden Gesellschaft hin öffnet, so wie Fritz Schumacher dieses Gebäude zu seiner umgebenden Natur hin geöffnet hat. Das wünsche ich uns allen auf diesem It's Learning Nutzertreffen. Herzlich willkommen in unserem Haus des Lernens.